Im Dezember 2001 stirbt der Schriftsteller W.G. Sebald in seiner Wahlheimat England völlig überraschend bei einem Autounfall. Gerade kommt er von einer Lesereise aus Amerika zurück, wo sein neues Buch Austerlitz hoch gelobt wurde. Die Kritikerin Susan Sontag hatte ihm sogar, wenn es so etwas überhaupt noch gäbe in unserer Zeit, literarische Größe attestiert. Jetzt blieb Max, wie ihn die Freunde nannten, für immer stumm. Einmal habe ich ihm gesagt, ich bin so fasziniert von der Konstruktion deiner Geschichten. Ich habe immer den Eindruck, du wirfst einen kleinen Kieselstein ins Wasser und wie das Bild im Wasser zieht das dann immer weitere Ringe. Wie machst du das? Ich mache das wie einen Allgäuer Fleckerlteppich. Und da habe ich so Knäuel in Reserve, der eine ist blau, der andere ist rot, dann gibt es graue, weiße und schwarze. Dann gehe ich ein paar Schritte zurück, schaue mir das Ganze an und sage, naja, jetzt bräuchte ich wieder ein bisschen blau. Und dann nehme ich aus meiner Sammlung. Mit dem Maler und Radierer Jan-Peter Tripp, der wie er aus dem Allgäu kommt, hat Sebald eine Wahlverwandtschaft verbunden. In dessen geduldigem Gravieren und in der Vernetzung anscheinend weit auseinanderliegender Dinge innerhalb eines Stilllebens glaubte er, die eigene Arbeitsweise wiederzuerkennen. Ich hatte immer den Eindruck, dass er auf der Suche nach der Schmerzspuren war. Bei sich, bei den anderen, die kleinen Schmerzen sowie die großen. Und er hat sie auch immer entdeckt, bei allen. Und er hat sie dann auch beschrieben. Und darum geht es auch in seiner Literatur. Seinen Text über das Leben Grünewalds in dem Prosagedicht Nach der Natur widmet Sebald dem Freund Tripp. Sebald ist nicht denkbar ohne die Erfahrung von tiefem Schmerz, den die Figuren des Isenheimer Altars bei ihm hinterlassen haben. Ich habe ja Sebald mehrere Male radiert gezeichnet über die Jahre, wobei in dem letzten umfassenden Bild über ihn, was nach seinem Tod entstanden ist, nur ein Auge zu sehen ist. Er hatte dunkle Augen, die extrem viel gesehen haben. Die Briefe waren häufig in einer ausgesprochen düsteren Verfassung geschrieben und bekannten sich auch ganz offen dazu. Bisweilen auch auf ganz verstörende Weise, weil er dann irgendetwas Schönes oder für meine Vorstellungen Erfreuliches berichtete, etwa, dass er jetzt einen Preis bekommen habe oder eingeladen sei oder auf Reisen gewesen sei. Aber der Ton, den er dann am Ende nochmal explizit markierte, war der einer starken Verdüsterung. I remember the first time he ever alluded to the fact that he might have been melancholic or that he had this side to him. It was a few months after we had arrived in Norfolk, and I spoke to him after one weekend, and I said to him, "Oh, how are you?" And he said to me in that wonderful deep voice of his, "Oh, well, I've just had one of those kafar." But I didn't know what a kafar was. I had to actually work a bit by talking to him to get to understand what he meant by it. But apparently he had these periods where he would be melancholic, he would be quite down, even depressed a bit. But it wasn't something that was permanent. Wie er in diesem kleinen Dörfchen, in diesem Pfarrhaus die ganze Zeit leben konnte, das sah natürlich auch genau irgendwie so ein bisschen aus wie in seiner Heimat. Das war eine ganz dörfliche, unerhört friedliche, bis in die Gartengestaltung hinein englisch zurückhaltende, diskrete Veranstaltung, sein Arrangement, als hätte man es erfunden, um dort einen Schriftsteller leben zu lassen.
so Thomas Hardy-haft. Ja? Wenn man die Romane von Thomas Hardy liest, dann hat man so eine ungefähre Impression, wie der gute Max da gelebt hat. Alles stand an seinem Platz. Man hatte den Eindruck, jeder Gegenstand wurde nie verrückt oder gebraucht, sondern stand so da, wie er sein sollte. Es war sehr viel Weiß in diesem Haus. Es war nicht das, was man jetzt eine staubige, dunkle Gelehrtenhöhle nennen könnte, sondern auch das Arbeitszimmer, in dem wir uns dann trafen mit Max, mit dem schönen Kamin, sah so aus, als wäre das nur sozusagen sehr, sehr vorsichtig überhaupt benutzt. Als sei er gewissermaßen immer nur auf Zehenspitzen dort anwesend. Wir sind dann auch rausgefahren da zu seinem Haus, war alles sehr gut, es war sehr abgelegen, sagen wir. Und man hatte schon das Gefühl, dass er dort nicht, es war das Gegenteil eines Salons, also war nicht so, als sich da irgendwelche Leute da treffen und so. Es war sehr privat, sehr zurückgezogen, wie es seine Art war eigentlich. Aber in seinem Job da in der Universität war er ausgezeichnet. Er war ja so gewissenhaft auch, weil er hat es gut gemacht. Obwohl er eigentlich keine Lust hatte, hat es gut gemacht. Die Studenten liebten ihn, die haben ihn verehrt. 30 Jahre lang ist die University of East Anglia in Norwich die Dienststelle des Literaturwissenschaftlers Sebald. Er beginnt als Dozent für Germanistik, wird Professor für europäische Literatur und gründet schließlich ein Zentrum für literarische Übersetzungen. I think that the University of East Anglia suited him down to the ground. It was a very new university. The faculty were very young. We were all very much of an age. We had one or two older professors who were very liberal in their approach. They encouraged us to experiment, to do different things. And this, of course, suited Max completely. It allowed him to work in the area of German literature, but also on the wider context of European literature and so on. Seine Spezialität war die deutsche Nachkriegsliteratur. Und das war damals in den 70er Jahren eine Seltenheit an einer englischen Universität. Die meisten englischen German Departments damals haben mit, sagen wir mal, 1930 aufgehört, nicht? Und da kam der Max, der sich intensiv mit der zeitgenössischen deutschen Literatur und mit der Nachkriegsliteratur auseinandersetzte, und er hat Seminare darüber gegeben und die waren von den Studenten besonders beliebt. But I don't remember his ever saying in black and white, I'm going to be a writer. I think, to be honest, it came to him even as a surprise, his success. Das ist der erste Schultag von Max hier. Das ist der Großvater, das ist die Großmutter. Also das sind die, links sind die Eltern meiner Mutter und rechts die Eltern meines Vaters. Meine Mutter und ich sind in der Mitte. Das ist die Küche in Wertach in diesem Seefelder Haus. Wir haben hier gewohnt, hier oben, ganz oben. Hier war das Schlafzimmer meiner Eltern. Der Max und ich sind in diesem Zimmer geboren. Das ist immer der Vater. Sogar an Weihnachten in der Uniform, nicht? Sehen Sie den Max mit dem Großvater? Geht spazieren. Am Sonntag ist das aber. Ich mochte den Großvater auch sehr gern, ja. Er ist ja unglaublich viel mit uns spazieren gegangen. Ich habe noch ein kleines Foto mit einem Leiterwagen. Da sitzen wir beide auf dem Leiterwagen und der Großvater zieht den Leiterwagen. Ich sehe die Spazierwege von mir, aber mein Bruder ist sicher noch bedeutend öfter mit ihm spazieren gegangen als ich. Und was auch so schön war bei dem Großvater, er kannte die Namen aller Blumen, aller Bäume, aller Vögel. Ja, der Großvater ist wirklich die zentrale Person in unserer Kindheit.
Winfried Georg Sebald wird 1944 in einem Dorf im Allgäu geboren. Der Vater ist im Krieg und danach noch einmal 2 Jahre in Gefangenschaft. Als Sebald in der Nachkriegszeit die ersten Ruinen in München sieht, erschrickt er zutiefst über die Idylle seiner Kindheit. Die Trümmer der zerstörten Städte sind die Keimzelle des Schriftstellers Sebald. Während dem ganzen Krieg war natürlich meine Mutter der Familienchef, das ist eindeutig klar. Ihre Eltern waren ja schon ziemlich betagt. Meine Großmutter war sehr viel krank und meine Mutter hat da die ganzen Jahre über alles erledigt und organisiert. Und die Rückkehr meines Vaters war sicher nicht ganz einfach für meine Eltern, für beide. Der Vater musste sich dann noch dazu in einem Milieu einleben. Er kam aus Niederbayern, war also kein Allgäuer. Und ja, ich kann mich schon erinnern, dass es da gewisse Spannungen gab. 1952 zieht die Familie Sebald nach Sonthofen um, wo der Vater Angestellter bei der Polizei ist. Sonthofen ist noch vor dem Krieg von einem Markt zur Garnisonsstadt mit 3 Kasernen mutiert. Die Nazis bauten hier eine der Ordensburgen, welche die Führungskader der NSDAP ausbilden sollten. In der angegliederten Adolf-Hitler-Schule werden 1300 Schüler aus ganz Deutschland zu vorbildlichen Nationalsozialisten erzogen. Nach 1945 werden hier die amerikanischen Besatzungssoldaten für die Re-Education der Deutschen geschult. 1956 wird die Burg, wie sie im Volksmund heißt, wieder Kaserne der neu gegründeten Bundeswehr. Als mein Vater nach dem Krieg, das war auch 56, glaube ich, wieder Berufssoldat wurde, war das sicher für die Familie ein sozialer Aufstieg und eine soziale Sicherung, ganz eindeutig. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass mein Vater wirklich ein begeisterter Soldat war. Weder vor dem Krieg noch nach dem Krieg. Ein hoher Anteil von der Bevölkerung hat einfach bei der STOF, bei der Standortverwaltung gearbeitet. Und das war dann eher so das Kleinbürgertum. Und ich glaube, da ging es hin, dass wir in dem Alter, so von als wir so aufgewacht sind, 13, 14 bis zum Abitur, uns natürlich überhaupt nicht identifiziert haben mit diesem Klima. Und das Zuhause beim Winfried, das war eher schon ein ganz kleinbürgerliches Klima. Da gab es eben auch am Sonntag Schweinebraten. Und das wurde in die Kirche gegangen. Und beim Winfried hat man dann sehr bald auch gemerkt, dass er das auch abgelehnt hat. Also er hat die katholische Kirche dann auch abgelehnt. Und unsere Eltern waren wirklich noch an eine Tradition gewöhnt, wo man eben nichts in Frage stellt. Oder nur sehr wenig. Die Autorität war die Autorität und die Kirche war die Kirche. Und dahinter fragte man nicht. Also er hat sich immer mit der Mutter identifiziert und hat sich nie mit dem Vater identifiziert. Also das war ziemlich klar. Der Vater war der Ordnung und Systematik und diese Dinge, Pünktlichkeit und Ordnung, also der stand für diese Werte. Das Klima in der Schule war so eine Art Übergang. Die Schüler sagten noch Professor auch zu jedem Referendar, aber es war schon ein ganz kameradschaftliches Verhältnis da. Aber es war noch ein ganz positives Unterrichtsklima da, noch nichts von den 68ern. Man ist mit den Schülern unter der Woche in der Schule zusammen gewesen und am Wochenende hat man sie auf der Skipiste getroffen. Ich
versuchte, einen zeitgemäßen Unterricht zu machen. Also für die Leute hier und für die anderen Kollegen war ich sehr modern. Ich habe also zum Beispiel mit großen Papieren am Boden gearbeitet oder draußen gemalt mit den Schülern, habe mit den Schülern zuerst die Staffeleien zusammengebaut in unserem Werkraum und dann sind wir hinausgegangen und das hat dem Winfried sehr gut gefallen. Man hatte ja keine Ahnung, was aus ihm wurde, aber er war damals schon ein Mittelpunkt der Klasse. Er war begehrt und angehimmelt von den Mädchen, er war geschätzt von den Mitschülern und mir ging es genauso. Ich habe ihn sehr geschätzt. Wir haben damals unheimlich viel amerikanische Literatur gelesen. Also, wir saßen dann auf den Felsen im Sommer und lasen Hemingway. Und einer hat vorgelesen. Das war sehr oft der Winfried. Und wir haben Faulkner haben wir gelesen in der Zeit, John Steinbeck. Also das war so eine neue Welt. Es war eher so das, an was ich mich erinnere. Also bevor wir dann angefangen haben, so politische Literatur zu lesen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, im Deutschunterricht, wir mussten damals Referate machen. Und die Referate hat letztendlich nicht der Lehrer bewertet, sondern Winfried Sebald. Also der hat zusammen mit dem Lehrer dann diese Referate bewertet, hat gesagt, das findet er gut, hat Fragen gestellt, was an sich sonst ein Lehrer macht. Und der Lehrer hat es völlig ihm überlassen. Ich glaube schon, dass wir ja geprägt sind, wir sind alle Kriegskinder, geprägt sind durch die Zeit des Nationalsozialismus, durch dieses unglaubliche Entsetzen, was da passiert ist. Und dieses Entsetzen, dass wir umgeben sind von Tätern. Und das größte Entsetzen war eigentlich, dass die Täter nirgends waren. Also das war immer so ein Gesprächsstoff. Jeder war im Widerstand oder jeder war neutral. Es hat sich in der Zeit, in der wir aufgewachsen sind, da wurde ja dieses Thema nicht bearbeitet. Der Geschichtsunterricht hat aufgehört nach dem Ersten Weltkrieg, Versailler Vertrag und dann war es Schluss. Daraus ist aber auch so eine unglaubliche Angst entstanden. Weil keiner drüber sprach und keiner was sagte, war mein Vater auch beteiligt. In welchem Ausmaß war er beteiligt? Also eine Angst, die uns alle auch irgendwo im Nacken saß. (1963) geht Winfried Sebald nach Freiburg im Breisgau, um Germanistik und Anglistik zu studieren. Schnell freundet er sich mit einer Clique älterer Studenten an, deren charismatische Leitfigur der spätere Dozent und Schriftsteller Dietrich Schwanitz ist. Sebald spielt und inszeniert beim Studententheater und veröffentlicht erste Gedichte in der Freiburger Studentenzeitung. Er liest Adorno, Benjamin und Marcuse und verfolgt in der Presse die Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Freiburg, das sind die Lehrjahre von Sebald. Auschwitz, die Wunde, an der er fortan leiden wird. Sebald beendet sein Studium in Fribourg in der Schweiz. 1966 tritt er eine Stelle als Assistent an der Universität von Manchester an. Die Stadt erscheint ihm wie ein fremder Planet und stürzt ihn in eine tiefe Depression. Manchester, das ist der große Bruch in Winfried Georg Sebalds Leben. In den 60er Jahren, als Sebald hierher kam, war es eigentlich noch eine Stadt aus dem späten 19. Jahrhundert. Es gab wenig Neues. Alles war noch von der Industrie verrußt und eigentlich im Vergleich zu manchen anderen Stellen sehr altmodisch. He was very well mannered, quiet, the sort of person that you were pleased to meet. I was very pleased to have him as a tenant because I knew he would respect the building and keep it nice, and so he did. He was in one room
And then when Uta came, they moved to the attic, where they had more rooms. Sebald streift durch die ihm fremde Stadt und schreibt eine Magisterarbeit über den Dramatiker Sternheim. Er legt seine ungeliebten Vornamen ab und nennt sich nur noch Max. 1967 heiratet er in Sonthofen seine langjährige Freundin Ute. Also ein Abend mit Max und Ute damals, man hat da gesessen, gegessen, über Banalitäten, Alltagsgeschichten gesprochen und plötzlich kam eine Frage. Und dann habe ich ein bisschen so ganz leger über meine Families Erlebnisse in der Nazi-Zeit in Hamburg und die Emigration und so weiter. Und nicht zu wissen, dass er alles notiert hat. Ja. Und über mein Leben im Internat. Und dann, man liest dann viel später, Jahre später, Jahrzehnte später, Passagen in verschiedene Bücher von Max. Also, ob das Austerlitz ist oder... In Manchester begegnet Sebald zum ersten Mal aus Deutschland vertriebenen Juden. Er beschäftigt sich mit Peter Weiß und liest Jean Amerys Bericht über seine Folter und Deportation jenseits von Schuld und Sühne. Weiß und Amery, das ist für Sebald die Idee von der Identifikation mit dem Opfer. Er hat begonnen, Fragen zu stellen. The first time I knew definitely that I had to leave was on Kristallnacht. I could no longer go to school after that, and it was obvious that there was absolutely no future in Germany. So in May 1939 I got a visa and I was sent to England. I was obviously glad and relieved to have got out of Germany, and I obviously hoped that my parents would follow soon, but that was not to happen. I think the main reason for that was that my father was very attached to Bavaria and to the Alps and to his environment there, and I think he deluded himself to think that he could somehow survive there. Es war vor ungefähr 15 Jahren, als ich das erste Mal erfuhr, dass meine Eltern nach Kaunas transportiert wurden und dort erschossen wurden. (1970) tritt Max Sebald seine Stelle als Dozent an der noch jungen University of East Anglia in Norwich an. Er liebt diese etwas altmodische und romantische Grafschaft. Sebald wird Vater einer Tochter und zieht mit seiner Familie in ein altes Pfarrhaus. Er schreibt eine Dissertation über den Mythos der Zerstörung bei Döblin und beginnt mit der Publikation zahlreicher germanistischer Aufsätze. Norwich, das ist für Sebald die Hoffnung auf eine neue Heimat. Er hat einen sehr bescheidenen, ernsthaften Eindruck auf uns gemacht. Wir wussten alle, die schon an der University of East Anglia waren, dass er ein sehr kontroverses Buch über Sternheim publiziert hatte. Und wir hatten ein bisschen Angst vor diesem ernsthaften jungen Deutschen, nicht? Aber wir haben sehr bald gelernt, dass er einen wunderbaren Sinn für Humor hatte. Er war für seine Generation insofern sehr deutsch, als er sehr negativ gegenüber Deutschland stand. Also sowohl gegenüber der Bundesrepublik als auch dem Deutschland der NS-Zeit. Und er konnte also sehr scharfe Kritiken über Deutschland von sich geben. Die waren zum Teil schockierend. And I realized when I was talking to him about German literature that actually he had a much more radical view of it than I had ever been encouraged to have. I don't say that he had been encouraged to have it either, but he had a very radical view of it. And he had written, he had read
the kinds of things that I had only ever heard about, that I'd never had access to, and so on. He was a voracious reader. He read very quickly and very intensely. So he knew a lot about German literature, but he knew so much about European writers. He knew so much about people like Kafka anyway, but the whole tradition of the Central European writing and so on. He seemed to know so much more than I did. Der hat sich zuerst sehr wohl gefühlt, aber allmählich wurden Norwich und East Anglia in das 20. Jahrhundert hereingezogen und das hat den Max etwas verfremdet, möchte ich sagen. 1979 wurde Frau Thatcher Premierministerin von England und sie mochte sowieso Universitäten nicht, zumal die neuen Universitäten, die sie für kommunistisch hielt, nicht? Und wir wussten, dass harte Zeiten kommen würden und die sind gekommen. Es gab also im Jahre 81 sehr, sehr starke Streichungen unseres Etats. Bis zur Mitte der 80er Jahre haben wir diesen Druck vom Staat auf vielen Ebenen sehr deutlich gespürt. Und ich weiß, dass Marx auf diesen Druck sehr negativ reagiert hat und er begann, sich seiner literarischen Tätigkeit immer mehr zu widmen. He talks about the fact that he felt that that writing literary criticism was a sterile thing and he wanted to do something different. So he was working towards a more essayistic way of doing it. And on the basis of that, he started experimenting. He did use very typically British ways when he talked about his work. Pottering around, herumwerkeln, he used to say. The other word that he always used to say was scribble. Everything he did was scribble, as though it wasn't important. Then kritzeln. Als dann die ersten Bücher erschienen, da habe ich gedacht, ach, da ist wieder so ein Germanist, der nun auch noch Dichter sein will. Und habe das weiter auch gar nicht besonders beachtet zunächst. Also, er war mir nicht unsympathisch, aber ich habe gewisse Vorbehalte gegen diese Germanisten, die gleichzeitig noch Dichter sein wollen. Er hat das ja dann natürlich sehr rasch widerlegt. Also im Gegenteil, er hat in einer ganz neuen Art eigentlich literaturhistorisches Bewusstsein und modernes Schreiben zusammengebracht. 1990 erscheint in Hans Magnus Enzensbergers anderer Bibliothek der Prosaband Schwindel, Gefühle. Im selben Jahr liest Sebald beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. Schreiben, so scheint es, bedeutet für Sebald jetzt ein Netzwerk aus persönlichen Leseerlebnissen und Stationen der eigenen Biografie. Die Schrecken der Kindheit und das geliebte Allgäu wird er nie hinter sich lassen können. Plötzlich ist so etwas wie ein unverwechselbarer Sebald-Sound geboren. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal das Naturgedicht las, nun ist es rhythmische Prosa, in Zeilen gebrochen. Da dachte ich, woher kommt denn diese Sprache? Die kenne ich doch. Die kommt aus Fibeln, auch aus Lehrfibeln. Die kommt von Johann Peter Hebel und ist eminent süddeutsch-alemannisch. Hätte niemals von einem Lübecker geschrieben werden können. Und es war mir natürlich sehr nah. Das von der altväterischen Art zu schreiben hat mich eigentlich auch von allem Anfang an sehr fühlend eingenommen. Das sind sehr gebaute Texte, die halten sich fern von jeder SMS-Prosa und von jeder Banalität. Es ist andererseits auch eine Prosa von jemandem, der ausgewandert ist in eine andere Sprache.
so wie Sebald Deutsch schreibt, ist er sehr beeinflusst von der Literatur, die er gelesen hat. Das ist sehr viel auch Literatur des 19. Jahrhunderts, sehr viel Robert Walser-Stil, sehr viel Stifter-Stil. Die Autoren, die ihm nahe waren, hat er natürlich auch in sozusagen literarischem Ohr gehabt als Sound. Wenn er einen speziellen Fund hatte in der Historie oder in einer Beschreibung von, sagen wir, ein Nebel löst sich, er machte wunderbare Naturbeschreibungen, er trumpfte nie auf, sondern das war alles in lange Sätze eingebettet. Es flutet dahin, man kann sich auf die Wellen verlassen, man legt sich fast zurück. Ich habe mich an die Sätze immer mit der rechten Schulter angelehnt und dachte, keine Angst, da muss ich mich nicht ärgern. Ich überlasse mich einfach dieser lang dahinschwingenden, etwas ältlichen Prosa, die es gar nicht mehr gibt. Als sei jemand vom Anfang des Jahrhunderts zurückgekehrt. Mich fasziniert eben genau das, was dann auch die Vorbehalte bei anderen erregte. Dieser hochkalkulierte Zug, der eine moderne Kunstprosa eigentlich anvisiert, welche auf Anhieb aussieht wie von gestern, aber dann in keiner Weise von gestern ist. Also man hat ja dann immer versucht, das mit Stifter und ich weiß nicht mit was allem zu vergleichen, was sicher irgendwo stimmt. Aber es war ein durchaus genuiner künstlerischer Ansatz, der es ihm ermöglichte, eine ästhetisch hochentwickelte Prosa mit seiner Leidenschaft für Fakten, dokumentarische Bezüge, dokumentarische Zusammenhänge zu verbinden. 1992 kommt Sebalds Buch »Die Ausgewanderten« heraus, das ihn berühmt machen wird. Es ist ein Konzeptbuch über die Spätfolgen des Holocaust, entstanden aus tiefem Erschrecken über die Selbstmorde von Jean Amery und Primo Levi. Sebald will sich mit den Überlebenden identifizieren und kollagiert dabei Dokument und Fiktion, Text und Bild. So schreibt er über das Leben eines ehemaligen Lehrers aus Sonthofen wie über das seines Vermieters aus Manchester. Schreiben, das ist für Sebald auch das freiwillige Schultern der Last deutscher Geschichte. Es ist wahr, dass Sebald sich sehr für jüdische Lebensläufe interessiert hat, dass er sehr daran interessiert war, die verschollenen und vergessenen Lebensläufe von verschollenen und verfolgten und ausgewanderten Menschen zu rekonstruieren und aus diesen Bruchstücken, Erinnerungsbruchstücken und realen Fundstücken dann einen Lebenslauf zu rekonstruieren, um diesen Leuten Ehre zu tun. Aber es waren nicht nur Juden, es waren nicht nur jüdische Lebensläufe, er hat sich eigentlich interessiert für Minderheiten. Denen ist er nachgegangen, da hat er sozusagen Geschichtsarchäologie und auch Literaturarchäologie betrieben. Er hatte ja eine ganz eigene Art des Schreibens und das besonders, ich glaube, die Eigenart war besonders das Kombinieren von Dingen, die für die meisten Leute keinen Zusammenhang haben. Für ihn hatten sie einen Zusammenhang und dieser Zusammenhang wurde dann auch vermittelt durch die wunderbare Weise, in der er schrieb. Er hatte einen wunderbaren Stil und das wirkte dann überzeugend auch für andere Menschen und faszinierend, wie er alles zusammenbrachte, was sonst separat bleibt. Anfang der 90er Jahre unternimmt Sebald ausgedehnte Wanderungen durch die Grafschaft Suffolk. Als er sie 1995 als »Die Ringe des Saturn« aufschreibt, wird auch dieses Buch zum Exkurs durch die europäische Geschichte. So schön die Küste von Suffolk auch ist, Sebald findet hier nur Spuren der Zerstörung. In dem Hafenstädtchen Lowestoft beklagt er den Niedergang der Heringsfischerei. Und in dem idyllischen Ferienort Southwold kann er nur an grausige Seeschlachten denken. Seine Manie, stets nach den Spuren des Niedergangs und der Zerstörung zu suchen, sorgt für den düsteren Ton des Buches
und trägt ihm, der unter dem Zeichen des Saturn geboren wurde, den Ruf des unverbesserlichen Melancholikers ein. In Wahrheit sitzt er für sein Leben gern in einem alten Kapitänsclub an der Küste und liest oder schreibt. Schreiben, das bedeutet für ihn, sich zu erinnern und nach Spuren zu suchen. Wir kamen zufällig hierher und dann, aber langsam wurde mir diese Landschaft immer wichtiger und auch lieber. Ich liebe jetzt dieses Suffolk, weil es ist zwar ziemlich flach, aber nicht ganz flach. Es gibt auch Hügel, ganz sanfte Hügel, und es gibt sehr viele verschiedene Arten von Landschaft. Es gibt Heide und Wald, alles Mögliche. Der Max hat es als sehr traurig erlebt. Besonders in diesem Buch mit seiner Wanderschaft hat er immer das Traurige hervorgehoben, auch an der Geschichte von Suffolk mit dem Krieg und so weiter. An der Ostküste Englands, wo Sebald zu Hause ist, befanden sich im Zweiten Weltkrieg die Flugfelder, von denen aus die Maschinen zu ihrem Zerstörungswerk an alten deutschen Städten aufbrachen. Sebald findet, dass der Luftkrieg und seine verheerenden Ausmaße auch in der Psyche der Deutschen in der Nachkriegsliteratur nicht entsprechend zum Ausdruck kam. So widmet er diesem Thema 1997 seine Zürcher Poetikvorlesungen, auf die es ein geteiltes Echo gibt. Sein Einfühlen in die deutsche Psyche wird ihm zuweilen als Tabubruch ausgelegt, unstatthaft angesichts der 6 Millionen Holocaust-Opfer. (1938) haben die Engländer 10.000 deutsche, österreichische oder tschechische Kinder gerettet, die mit den sogenannten Kindertransporten in die Sicherheit der britischen Insel gelangten. Was damals niemand ahnte, war, dass diese Kinder oft ihre eigenen Eltern nie wiedersehen sollten. Sebald hatte ein neues Thema gefunden, doch einfach machte er es sich damit nicht. At various times in the 90s and indeed while he was writing Austerlitz, we would meet up and walk a bit. And I would talk to him a lot about the streets in the East End, because I've lived here now for 30 years, and I think Max was very pleased that I had certain knowledges just from walking round. We met at Liverpool Street Station and had a cup of tea in one of the very ordinary cafes there. And then we walked through Spitalfield Market, across Commercial Street, through Puma Court, probably down Princelet Street, and then further east, joining the main road at Whitechapel, and walked out along the Mile End Road to the Jewish cemetery in Alderney Road. We got into the cemetery, the old lady as he described was there, the dog as he described was there, and we walked around the cemetery, which was a very moving experience. But also in Max's way it was, a very ordinary experience, in the sense that he simply took his very ordinary camera and took a number of photographs in the cemetery, one or two of which he uses in the last pages of Austerlitz. I came to England on Kindertransport in 1939, May 1939, along with my twin sister Lotte Beckhofer. We came from an orphanage in Munich called Antonienheim, and we were there because my mother was on her own, she wasn't married, and our father it was a German, so it was totally inappropriate that they should be together. And so my mother was left behind, and her
ultimate destination, sadly, along with many of her brothers and sisters, was a concentration camp. So we came to this country and we were brought up in Cardiff, in Wales, and we had our identities changed to Christian children and lost our Jewish roots completely. And we're never told anything about our German Jewish roots. Sebald hatte sich für sein Buch Austerlitz vom Schicksal der Susi Bechhofer anregen lassen. Bei ihm besucht Jacques Austerlitz, ein jüdischer Junge aus Prag, auf der Suche nach den eigenen Lebensspuren und dem Schicksal seiner Mutter, in den 90er Jahren das Lager Theresienstadt, wo er zu ahnen beginnt, was aus ihr geworden ist. Eines der Dinge, die mich fasziniert an Austerlitz, ist halt, dass es ist meiner Ansicht nach das einzige Buch, das aus der sogenannten Tätergesellschaft kommt, das wertvoll ist, dass die Sache auf eine Weise angeht, die eine Überlebende wie mich nicht abstößt, sondern wo ich das Gefühl habe, ja, es geht. Es können auch Deutsche solche Bücher schreiben. Sie müssen nur wissen, wie man es macht. Und es kommt noch hinzu, dass in Austerlitz die Geschichte des Holocaust oder die Geschichte auch der einzelnen Juden, die vorkommen, verfilzt und verfitzt ist und zusammengebracht wird mit der Geschichte Europas. I think if I'd met Sebald, I think we would have actually got on very well. Why do I say that? Because I think he would have been able to have asked me the questions that I have wanted to answer all my life. And he would only he would have known the questions to ask, such as, how does it really feel to be in a place where you know you don't belong? Der Roman Austerlitz wird zu Sebalds Meisterwerk, das alle seine Themen vereint. Der melancholische Ton seiner Exkurse durch die Zerstörungslandschaften der modernen Zivilisation hätte ihm, der nur ein Jahrzehnt auf der literarischen Bühne war und bis zuletzt Deutsch schrieb, vielleicht noch den Nobelpreis gebracht. Zum Schluss, denke ich, war es dann wohl so, als ein Ausgewanderter, der er war, ein Emigrant, der sich in Deutschland nicht mehr wohlgefühlt hat, aber in England doch eigentlich letztlich nie angekommen ist. Er ist in seine Bücher emigriert. Das war dann eigentlich seine sozusagen Heimat. Nach Sebalds Tod ergibt eine Untersuchung, dass er am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt erlitten hatte und auf die andere Fahrbahn geraten war. Ein nächstes Buch mit Kürzestgedichten war fertig und wartete noch auf seine Illustrierung. Die Gedichte trugen den symbolischen Titel »Unerzählt«.